I mean, there was nothing else that could be said, and was already fed up. Decided now is the moment. Now is the time. The 19. If we are going to address to happen now. I've never seen 20, 30 million white people. That's interesting because they start, well, what do you want me to do? I'm like, well, I don't know. Google is a powerful tool. I don't know. I'm realizing now, though, that this is an honest question. How do you think that we as African Americans and our allies can accept the fact that we may actually have a couple million new allies, and how do we deal with that? That's new for us. I'm glad you used the word leadership because there's a difference between us being put in a leadership position and us being put in an educational position. The educational part, we are educating anybody else about race. We're not here to soothe you. We're not here to make you feel better. But leadership is something different. And it looks different depending on how you want us to take that leadership. Certainly, we are accustomed to being a voice on these issues. We're accustomed to setting the agenda. It's fine if we continue to lead in that direction. I think what we're looking for is if this were, a relay race, we want to pass the baton and we want you to be able to say, okay, here's what we've been feeling about this issue. Ja, wie lange geht's das noch, das the other part of this race is that you gotta be willing to run it just as hard and as fast as we are. Because if you're not, that's why we remain stuck in the flying pattern that we've been in for hundreds of years and decades as we try to reconcile this issue. So, what is the most useful way of allyship? We see a lot of people throwing statements around. We see a lot of people throwing money around. We need that to be a focused effort, and more importantly, to be vocal about it. I can't take any more double-sidedness. There can be no more other-siderisms, if I may make up a word, meaning that you give over here and you're a company that is like, yeah, Black Lives Matter, except for in my boardroom where they don't, or except for my organizational chart where they don't. So I'm done with that, right? That's great. Charity's great. Charity doesn't change structural racism, right? What changes it is when you actively look in your building and ask, why aren't there more Black people in this building, in this boardroom, in this C-suite? So the allies that we have, what you can do, change the structure and cultures of your companies, of your businesses, of wherever it is you have influence. Start there. The thing I try to tell people is, it puts us in a no-win situation. I want our white sisters and brothers to be better educated and to care more, but I don't want to have to bear the burden of trying to teach and educate all the time. The reason you pay tuition is because it's costly to educate someone. You coming up to me and saying, educate me, and from a time point of view, also, I think we have to be very honest. Nobody would go up to somebody and say, teach me Russian in 5 minutes. And by the way, make me feel good about it. But I mean, you wait, hold on a second. Like, you want me to teach you about racism, which is the history of race in America is just as complicated as Russian. And you want me to teach you that in 5 minutes. And also, if I make you feel bad about it in any way, now I got to be your therapist too. And like you said, soothe you or whatever. That's got to stop. I would love for somebody to come to me and say, I made my whole family watch the 13th and read The New Jim Crow and read White Fragility. And we had a question on page. We can have that conversation all day long because you're doing your homework, but don't flop on me like you never heard of Google. If you wanted to know about cryptocurrencies or whatever, you find that stuff out before any Black person ever heard of it. So I'm sure you can educate yourself about anything you want to know. I have to say something to you because I've never gotten a chance to talk to you. I feel like I know you because I'm such a big, mad, crazy Stan and fan. But du bist keine 18, du Katze. Was machst du da? I just am so proud of you. I'm saying proud of you almost as Patrick. I am so proud that you exist. Where do you find the strength to continue to do what you're doing and say what you're saying, even in the face of opposition, to the point where now the whole world has to listen to you? Where did you find the strength when they weren't listening? I guess maybe this is just part of the Black woman's condition, is that we don't know any other way. And most of us, I come from a line of Black women who were just like this. My mother's like this. My grandmother was like this, where it's the old phrase we've all used as Black people, making a way out of no way. And
scream until they hear you. You know what I'm saying? Is that because the opposite, to do the opposite of that is what? Is that I can't even afford to do that. I don't know any other mode but to fight for what's right, but to try to stand on the right side of history, but to speak for people who don't have a voice or a platform as large as mine, because somebody did it for me. What advice do you have for people who want to have these conversations, maybe not as well spoken, not as well read as you might be, but who really are sincere and want to have a conversation? I think you have to start from a point of honesty and being real about what some of your beliefs, prejudice, biases are, where they come from, why you learned them. I think if you take anything else beyond race, as we get older, we do a whole lot of unlearning. Young folks, when you get to like your 30s, you do a whole lot of that, right? But yeah, my advice is to always start from the point of truth and honesty and self awareness. And you'd be surprised what you can get accomplished just by digging into those things. I mean, if you know you come from a racist background, or if you come from where Batman. race was talking about a certain way, be honest about what those conversations were and what they taught you. And Ja, ask jetzt yourself, ist ja is this the kind of hier person that you really Amerika, want to bam be? bam, hier Yeah, I feel alles like there's a scheiße, 21st century aber mindset, ja, das sind wir auch a nicht 21st schuld century vielleicht. skill set that you know, everybody's going to need a mindset of empathy. I mean, we're going to be dealing with, you know, people every color, flavor, every kind of human being ever born. We all have to deal with each other now, because of the internet, because of just the world economy. You're going to be competing against people in China, and so you have to have a mindset of empathy to really try to understand where people are coming from. You have to have a skill set of listening. If you understand this, from brown folk and Muslims, everybody else. So we're trying to convert a benefit to you. We're trying to make you better. It'll make my life better, but it'll make your life better too. Now, what Wieder schlechte charity are you Qualität. supporting? Well, Ehre. as some people can maybe see my T-shirt, it says "Support Black Journalists." Right, the lack of still Black journalists in most newsrooms is pretty appalling. What changed my life and what got me really on the right path in this business was being a member of the National Association of Black Journalists. NABJ is the largest minority journalist organization in the country. The development, the Bla 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 networking, und job bla. fair, internships, scholarships, what happens there has changed lives. You know, it changed a lot of people's Und ich careers. I lese mean, people davon, like wenn ihr you, geht Ben, Räder and oder Rede everybody oder you would think of, Ränder. Roland Martin, Soledad O'Brien. It's just a Also was number du of people, Michael Wilbon, that are a part of this organization and have been able to build Seiten auf Null. legacies there. And Ehre. so it's on us to, again, usher in this next generation of young journalists who, I get it right now, feeling really discouraged when they look at not just what a lot of newsrooms look like, a lot of networks look like, but you know, also we're under the under the shadow of a pandemic right now. So there's a lot of journalists who have lost their jobs. A lot of companies are downsizing. They need a reason to believe and to be in this business. And so NABJ has done so much for my career and continues to do that for others. So that's the charity that I support and the organization that has changed my life and that of many others. Well, listen, I second that, third that, and fourth that. NABJ is a beautiful organization. I've got groups I want to support as well. But what I want to say to you is just thank you for your light, for your leadership, for your courage, for your entrepreneurship, for your T-shirts and all that type of stuff. Make sure to support the sister businesses, and let's keep this conversation going. Much love to you. Thank you, Van. This is a pleasure. I got good news for you. I got bad news for you. The good news is that people are activating all around the world, all across the planet for change. That is a powerful moment. Here's the bad news. Unfortunately, this is not a one answer fixes everything situation. We're talking but we can get there if we keep talking, if we keep working, if we keep building. In the past, we can move the whole world in a better direction. So I hope that your cell phone right now is full of screenshots of these tools that we've been trying to give you to continue taking action from this virtual town hall. When this stream ends,
the conversation should not end. We got to keep pushing. We got to keep going. We are in an important moment in history. And what you do is going. The future's not written. It's up to what you and I do and what you and I decide is going to happen. So I want to give a special thanks to the powerful voices that we've had. .org to learn more about the power of money. Talk about it. I'm Van Jones. Komm, ich will Musik hören. Bitte, 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 bitte. Ich will Musik hören. Ich will Musik hören. Ich will Musik hören. Jetzt mach doch mal. Jetzt mach doch mal. Was ein scheiß Event. Jetzt mach doch mal Musik. Es ist schade, aber... Wow, was ein Event! Was ein Event! Wow! Ja, kann ich ja nicht mehr dazu sagen. Das war das beste Event ever. Spaß. War das schlechteste Event ever. Fortnite Event. Support the stream, use code guided. Alter, was ein Scheiß-Event. No, Mac, I'm good as well. Thank you. Moin, Mats Dortmund. Was geht? Aber what the fuck? Das war doch kein Event, das war nur ein 2-Minuten-Event. Das ist ja richtig scheiße gewesen. Ja, wow. Das ist jetzt eigentlich voll kacke für die Zuschauer, aber vielleicht ja. Mats Dortmund heißt. Also ich mach das im Hintergrund. Wow. Kommt noch irgendwas bei der Hauptbühne? Ich guck mal dort vorbei. Warum kann man kein Gleitdruck suchen, oder? Guck mal eben bei der Hauptbühne, ob da was los ist. Zack. Oh. Nachher kann man sich auch, glaube ich, den Ziel noch mal angucken. Ich glaube, da geht es um Amerika, dass da wenn du jetzt Arena Solo gewinnst, 10 Euro Doni. Wer bist du überhaupt? Hä? Du kannst nicht mal was für... hä? Was ist hier los? Okay, Spectrum. Ich guck gleich nach, ob ich das mache. Aber wie wird es mir denn Duni geben, wenn ich keine Donation anhabe? Ich weiß nicht, wie das geht und ja. Egal.
Ich würde immer gerne wissen, wie du das machen willst. Mit PSN, ach so. Ach so. Das nervt ein bisschen, ich mach den auf. Scheiße, mein Nintendo. Den. Was? Hä? Warte auf Server. Ah. Machst du? Ja. Mach ich. Wenn du jetzt Arena Solo gewinnst, 10 Euro PSN. Okay. Ich werde so rein, Crack. Ich bin so bad in diesem Game. Ach, hier ist Nummer 1, 2 da. Ja, meine Quali, ich muss. Die Qualität absolut. Crack. Schießen, bin im KH. Was ist KH? Krankenhaus. Ach so. Aha. Ja, wow, beste Waffe im Game. Okay, wäre Spaß. Was ist das? Ach so. Oh, Digga, was ist das? Es leckt. Es leckt. Es leckt. So. Ich muss ein bisschen im KH. Okay. Kiste. Ja, okay. Ach, da höre ich doch was. Hm? Easy clap, diese Leute.
Alter, zwei haben die mir zu viel. Hammer. Was ist das? Alter, was sind das für zwei, Hadde? Sag's mir mal. Nur am Schwitzen sind sie. Nur am Abstauben. Mhm. Easy. Mein Headset ist gerade ein bisschen am Machen. Hatte auch gerade Nasenbluten, Alter. Oh Gott, wie die geschwitzt haben. Oder mir Headshots gegeben, allgemein halt. Ey. Eine Nachricht. Nope. Einer hat gehackt. Hat man das gerade gesehen? Ey, Stream. Da wurde einer hat gehackt, Digga. Einer hat gehackt. Alter, einer hat gehackt im Fortnite in der Arena. Got it. Hat man richtig gut gesehen, Digga. Ja, ich freue mich gerade richtig. Der wurde gebannt. Lul. Einfach gebannt. Im Stream. Aua. Digga. Lol. Na, was war das? Ah, der Tim. Oh nee, bitte, 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 bitte nicht, bitte, bitte nicht. Na komm. Aber das hat man richtig gut gesehen gerade, Digga. Er wurde gebannt. Aua, der tut mir nicht leid.
Merkt man die alle weg. Aus. Bemerkenswert. Einer gebannt. Das tut mir aber leid. Der, warum sind alle so crack in diesem Spiel? Ey, du bist ja wieder da, oder? Wie viele leben noch? 9. Ey, Dortmund, halt Mats Dortmund, einer wurde gebannt in diesem Spiel. Ich guck eben unten links, bla 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 wurde Bannhammer erwischt. Von Bannhammer erwischt. Einer wurde einfach gebannt in diesem Spiel, halt im Arena, Digga. Einer hat gehackt wohl. Ach, dieses Spiel ist so geil. Einfach gebannt worden, live im Stream. Ich bin die ganze Zeit schon da, ja, ich weiß. Aber einer wurde gebannt, das ist so witzig. Bemerkenswert. Ich muss dir was sagen, diese Shotgun ist schon unfair. Guck mal, das ist schon unfair. Er hat diesen scheiß Granatenlauncher. Egal. GG. Schade, hab ich mitbekommen. Ihre. Ah, diese Pumpgun ist so Müll, Digga. Wer spielt die Pump? Ich sag dir schon mal, diese Pump ist Müll. Warum ist die in diesem Spiel? Ich will die alte Pump. Ah. Bra. No, ich bin so cracked. Das war meine erste Runde. Oh, was machst du denn so? Ist ein bisschen ein Spiel. Was ist das noch? Fuck, LOL ist wieder eine Horror-Map, oder? Ja, da steht Flucht, Horror, Rätsel, ein Spieler. Oh Gott, Annabelle, ich komme nie wieder zu dir. Ja, was ist das? Okay. Bis bald.
Warte. Ey, Makler, du weißt nicht, was passiert ist. Ich spiele so in Fortnite Arena. Ja, ich wollte es. Ey, Makler. Makler, ey, Makler, was soll da? Oh Gott. Ja, so ein Egel, Alter. Egal, der Scheiß auf ihn. Mach selber eine Party. Ein Zuschauer. Was für Event? Basti, Bomber, oder Basti? Pepe? Schnitzelreiter. Basti, es war ein Event, das war so langweilig. Ich stream gerade auf YouTube. Basti und Pepe, ich habe so Arena gespielt, da wurde einer gebannt. Ich spiele so Arena, auf einmal unten links steht da. Einer wurde vom Bannhanna erwischt. Ach, der YouTuber. Devin, oder Schnitzelreiter, keine Ahnung. Was? Ich wollte sagen, dass einer gebannt wurde. Das ist weil das war live im Stream, dass einer gebannt wurde. 143. Nee. Ich krieg morgen Money und dann krieg ich 3 Skins. Und dann keine Ahnung, ich glaube, da gibt's noch kein Geld. Devin Ghost, aber vielleicht musst du Ralf Wegner. Ja. Ich spiele gerade auf. Ich spiele auch gerade auf Fortnite. Bin gerade so crank, Alter. 2 Monate beim Fortnite oder so gespielt, glaube ich. Nee. Mit kein. Ich spiele alleine. Kann ich machen. Das war so cool, Alter. Einfach live in Stream gebannt wurde einer. Ach, dieses Game in Arena sogar. Bestimmt hat er irgendwie auf PS4 gehackt. Ja, Digga. Einfach gehackt, Digga. Er hat einfach in Arena. Ich glaube, der war zu schlecht, Digga. Er war zu schlecht und er hat einfach gehackt dafür. Aber es bringt dir nichts. Wenn Epic da. Oh, ich komme. Mhm. Seit 10 Jahren spielt er wieder mit mir. Ehre.
Hi. Auf einmal Corona oder was? Ja. Ehre. Okay. Ja. Ein Asiate. Ein Asiate in der Lobby. Ja, geil, ein Asiate in der Lobby. Pepe, ich habe endlich einen Monitor geschenkt gekriegt. Ein Monitor. Nee, kein PC, normaler Monitor. Für die PS4. Aber nachholen. Ich muss Keyboard weg. Mhm. Ich freue mich, morgen kriegt morgen eine 20er PSN. Und hol mir das 20 Euro, meinte ich, tut mir leid. Und dann kann ich mit 3 Skins holen, rette die Welt, dann noch 1000 V-Bucks. Ich komme. Ich bin richtig bad im Fortnite. Ich hasse die Pump Shotgun. Digga, diese Pump, du kennst ja diese Pump Shotgun, oder? Einfach nur ekelig. Was? Nee. Mit. Für mich ist Fortnite richtig scheiße schlecht. Mein Aim ist noch krass, aber Bruder bauen am Nacken in die Mülltonne geschmissen. Ja, ich stream sogar gerade auf YouTube. Stunde, glaube ich. Was? Doch. Da haben schon 10 Leute im Chat geschrieben. Die Qualität der Internetverbindung im Arsch. Oh mein Gott. Was? Nice. Oh mein Gott, bin runtergefallen an meiner Wichse. Ach, das war so ein Hit gewesen. TP editiert sich. Oder per editiert sich. Oh nein, er ist High Ground, Fuck. Okay. Nicht mal ein Hit wurde Was? Jupp. Als der Headshot. Auch wenn ich 3 oder 2 Wochen das Spiel nicht mehr gespielt habe, bin ich trotzdem irgendwie noch gut, weil, keine Ahnung. Wollen wir gleich Arena oder normal Duo? Achso, ja, wow. Richtig scheiße. Was?
Machst du doch. Lol, was hast du denn da gemacht? Mein Gott. Ah! Mutter! Erschreck mich doch nicht so! Digga, hast du noch einen oder was? Ich sitze hier so geschält, auf einmal endet er wie keine Ahnung sonst was und dann erschrecke ich mich so, Alter. Hilfe! Ruf das Arbeitsamt, Alter. Nacke, was willst du? Zu Bombe. Ja, Ehre. Was? Wie, was meinst du? Ja. Ja, Digga, auf einmal alles auf einmal weg wegen den Tieren. Verpiss dich doch! Such dir Freunde, schreib mich doch nicht so! Na komm, ich geh weg. Na komm, ich bin vor. Digga, was mich gerade schon wieder erschreckt. Ich keine Ahnung, warum ich sitze hier so gestellt und dann. Ah. Ich weiß, da kann man sich hier erschrecken. Aber du spielst wie Face und er ist. Ne. Hallo. Na. Was? Nee, warum? Hallo. Wer ist das? Warte. Ach, er geht sowieso raus, von daher kann ich nicht kicken. Wer war das? Ah. Natürlich. What the fuck? What? Ich liebe die Pump. Die macht so viel Schaden. Aber die neue Pump ist Schrott, Digga. Die kann man auf eBay Kleinanzeigen verkaufen, die Pump, Alter. Aufladbare Shotgun. Aber na komm, er gibt mir 200. Aua. Acht. Was? Hi. Hey, what the fuck?
Pick dich. Du geh weg, du pickst mich jetzt nicht. What the fuck ist hier gar nichts mehr. Was? Arbeiten eine 8, eine 9 von 10 und Aim eine 7 von oder eine 6 von 10. Chaos. Was ist mit deinem Edit los? Na komm. Was? Ja. Noch cool. Passive Edit. Oh, Digga, mein Internet. Oh. Geh ich nicht hier. Nein! Ich bin. Nein! Meine Mutter! Hilfe! Bitte Sie mir Hilfe! Nein! Halt, stopp, Hilfe! Nein! Nein, du triffst dich nicht in der Luft! Nein! Bam! Deutsches Aim up red. Mal nachgucken, was war das? Was hast du? Unter den Rasen, Alter. Ah, du bist so. Aim ist beste, oder? 10 von 10. Ah! Digga, ich bin so ein Angsthase, Bruder. Mal nachholen. Wie gerade mein Kopf, Alter, mit deinen Edits. 10 hinter 10, Alter. Ich krieg Fingerschmerzen, Alter. Weißt du, weil meine Knöpfe, Alter, ich drück die ganze Zeit Knöpfe. Ach, mein Finger, Alter, mein Mittelfinger sogar. Den brauche ich zum Festhalten. Achso, du bist da. Du kleiner Schlingel. Mal nachkommen, was soll das? 4. Du 1 oder 2. Du hast 2, oder? Also. Was? Ich auch, Digga.
schieß dich mal. Deutscher. Gehen Sie weg. Das ist mein Gebiet. Crack. Hi. Aber Bruder, ey, wie findest du die neue Pumpgun? Die ist Schrott, Alter. Bruder, die könnte ich in die Mülltonne schmeißen. Digga, Standards gesagt, oh, die ist so stark, oh. Und Jux, Digga, die ist voll scheiße, Digga. Das ist doch keine Pump, Digga, das ist eine Scheiße, ist das. Braucht 10 Stunden, bis man schießen kann, Alter. Das nervt. Oh, das war so ein Hit. Monaco, was war das? Am Eckig. LOL! Mein Internet! Und ich hab dich noch getroffen, Alter. Wo gehst du jetzt hin? Was machst du denn da ganz unten? Oh, das war ein guter Hit von mir, oder? Fällt das mal drauf? Oh mein Nachkommen, ich bin gefickt. Nein! Nein, ich hab mich fast gefickt! Nein! Ein Schlag! Meine AR war leer. Aber ich habe so Karma kassiert. Das sind die Hits vom Döner. Mhm. 6. Oh, Salat. Das war so drauf! Alter!